Hallo, schön, dass du reinschaust. In der letzten Folge haben wir unser Haus abgeschlossen. Und jetzt wollen wir eigentlich damit beginnen, unsere Landschaft zu zeichnen. Problem dabei ist, wir haben noch gar keine Ressourcen, um diese Landschaft zu zeichnen. Deswegen werden wir heute eine kleine Spezialfolge machen, indem wir Standardressourcen rausnehmen und uns daraus die richtigen Ressourcen zum Bauen fertigstellen. Als erstes werden wir das ganz normale Tileset bauen, die wir für unsere Landschaften benötigen. Wenn wir das gemacht haben, werde ich euch alternativ eine Möglichkeit zeigen, wie ihr vielleicht 3D-Objekte, also fotorealistische Wände, Mauern oder Berge bauen könnt. Darauf werde ich aber nur ganz sporadisch eingehen und nur am Rande. Hauptsächlich werde ich mit den ganz normalen Sachen mappen. Ich bin der Hamsterasche und das ist das Parallax Mapping Tutorial. Um unser Tileset zu bauen, öffnen wir erstmal ganz normal wieder unser Projekt, Tutorial, denn wir werden dieses Tileset direkt in unsere Map reinbauen. Als nächstes brauchen wir natürlich eine Textur. Ich habe mich hier für die Outside A4 von dem RPG Maker MZ entschieden. Jetzt kopiere ich mir ganz einfach hier unten diese Textur raus und mache mir hier eine neue Ebene, die ich Landschaft nenne. Können wir ganz einfach einfügen und generell ist auch das alles schon, was wir brauchen. Allerdings ist diese Textur unpassend. Es ist fast wie ein Viereck gemacht, so quadratisch. Und was wir haben wollen, ist ja fließende Landschaften. Das heißt, wir müssen uns das ein bisschen größer machen und viel mehr abgerundet. Und dafür verlängern wir uns einfach die Kanten. Hier musst du darauf achten, dass du wirklich die Kanten auch richtig schön abblendest, weil mit diesem Tileset wollen wir ja rein theoretisch das komplette Spiel machen. Also lohnt es sich hier auch sehr sauber und exakt zu arbeiten. Einfach beide Seiten ein bisschen verlängern und schön sauber wegblenden. Das hintere Stück interessiert uns jetzt noch nicht so sehr, wenn wir später ausarbeiten. Und erstmal bloß um die Front. Das heißt um die Felskante, die wir vorne sehen. Oder die Felswand. Ne? Und oben die kleine Kante, wo wir halt praktisch langlaufen können. Jetzt ist das schon ein bisschen besser. Allerdings möchte ich es noch ein bisschen länger haben. Noch ein bisschen ausgeprägter. Kleiner kann man sich das nachher immer schneiden. Aber wenn man das immer größer schneiden muss, das ist nachher zu viel Arbeit. Unnötige Arbeit. So, wenn wir das beiden Seiten soweit fertig haben, sieht das jetzt ein bisschen kantig aus. Und um das abzuändern, nehme ich mir einfach noch ein Stück her und lege das in die Mitte. Ich werde das jetzt rechts und links ein bisschen ausblenden, damit das also wie eine Rundung aussieht. Solche Tilesets gibt es teilweise auch schon fertig, aber ganz oft sind die urheberrechtlich geschützt. Und es ist ja wirklich auch sehr einfach, sich das selber zu bauen. Deswegen machen wir das hier einfach mal. So sieht das doch ganz gut aus. Ja, und wie gesagt, die hintere Kante machen wir später, brauchen wir jetzt noch gar nicht. Was uns jetzt noch stört, ist diese grüne Fläche, die in diese Textur eingebaut ist. Die wollen wir gar nicht haben, weil wir später unsere eigene Texturen da reinbauen wollen. Deswegen schneiden wir das hier ganz sauber raus. Also du kannst auch mit der freien Auswahl rausschneiden.
Aber in dem Fall habe ich es jetzt radiert. Ist egal. Für die untere Kante brauchen wir ja keine harte Kante. Wir wollen ja, dass später unsere Texturen fließend ineinander übergehen. Na, also wenn ihr so eine Felswand irgendwo habt im Wald, da ist ja keine harte Kante. Da ist ja der Waldboden so ein bisschen eingewachsen in diesem Felsen. Den blenden wir uns dann einfach weg. Und damit ist eigentlich unsere komplette Textur schon fertig. Mehr brauchen wir rein theoretisch nicht. Was wir jetzt noch machen, dass wir uns das Farbschema ein bisschen anpassen. Und hierfür machen wir uns so eine kleine Farbpalette. Erstes Stück nehmen wir einfach bloß ein bisschen Sättigung raus. Und das nächste Stück werden wir jetzt ein ganzes Stück dunkler machen und auch wieder ein bisschen mehr Sättigung rausnehmen. Hier kann man sich eine kleine Farbpalette selber zusammenstellen oder einfach sein Spiel am besten anpassen, was für Wirkung das haben soll. Möchte ich knallige Farben haben oder möchte ich lieber alles so ein bisschen rau gehalten haben? Also das ist Geschmackssache und ist auch wichtig, wo dieses Spiel spielt. Ne? Um dunklen Wald, vielleicht helle, grelle Farben nicht so geeignet. Was man hier auch machen kann, das kennen wir schon aus dem Video, in dem vorigen Video, wo wir das Dach geblendet haben. Man kann ja auch zwei verschiedene Farbtöne übereinander legen und fließend ineinander laufen lassen. Und so kann man wirklich schöne Farbverläufe haben, so mit helleren Stellen und dunkleren Stellen, dass dieses ganze Teilset noch lebendiger wirkt. Und da könnt ihr euch so viele Farbpaletten machen, wie ihr wollt. Was ich hier noch nicht machen würde, ist zum Beispiel Pflanzen einbauen. Das kommt alles später. Ihr macht erstmal bloß die groben Grundfarben. Ich habe jetzt hier 6 verschiedene. Das ist eine ganze Menge, damit kann man super bauen. Ich habe mal ein kleines Beispielstück zusammengeschnitten. Das ist jetzt noch kein richtiges Mappen. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen sehr kantig aus. Aber es soll bloß mal zeigen, dass man rein theoretisch nur mit diesem ein Stück sich alles zusammenbauen kann, was man möchte. Nehmen wir uns erstmal das Stück her. Dann nehmen wir uns die richtige Größe. Also in dem Fall werden wir jetzt erstmal die Höhe ein bisschen abschneiden. Schließend, also jetzt können wir die Höhe hier ein bisschen an den Felsen anpassen. Wie weit diese kleine Terrasse da angehen soll. Und wenn wir das haben, dann können wir uns praktisch die Terrasse jetzt ausschneiden, indem wir einfach den Hintergrund, also die Felsen in der unteren Ebene zurechtschneiden. Ich mache hier so ein kleines Auswahlfenster. Und damit kriege ich eine harte Kante gegen den anderen Felsen, wenn ich dagegen radiere. Das sind aber Techniken, die schauen wir uns alles im nächsten Video nochmal genauer an. Ich will bloß mal kurz zeigen, wie es ungefähr funktioniert. Und jetzt haben wir eine kleine Terrasse hier rangebaut. Das kann man halt beliebig oft wiederholen. Wie hoch diese Terrassen sein sollen, kann man auch selber entscheiden. Man kann auch ganz kleine Hügelchen bauen, kleine Kanten reinsetzen, damit das alles noch viel realistischer wird. Man kann zum Beispiel auch solche Enden abrunden, einfach rausblenden. So sieht das aus, als wenn hier nur ein kleiner Weg hoch geht. Was wir jetzt noch brauchen, sind hintere Kanten. Ne? Wenn wir eine Felskante haben, über die wir rüber gucken, oder wenn wir größere Gebirge haben, die auch abschließen sollen, einmal rundherum. Dafür machen wir genau dasselbe, nur mit dieser hinteren schrägen Kante.
Schneiden wir uns wieder raus. Und alles, was wir machen, ist diese Kante verlängern und versuchen ein bisschen abzurunden. Hier einfach wieder Stück für Stück rausschneiden, ungefähr in die richtige Position setzen und abblenden. Du kannst sich auch einzelne Stücke rauskopieren, einzelne Steine, und die nochmal hin und her legen und vielleicht ein bisschen drehen oder spiegeln, wie du möchtest, damit das so ein bisschen Abwechslung reinkommt in diese Schräge. Hier kann man ruhig ein bisschen Zeit investieren, weil wie gesagt, das wird fürs komplette Spiel unsere Kante darstellen. Wir werden alle Kanten, die wir in dem Spiel haben, einfach immer wieder hier rausschneiden. Ja, ich denke, das ist eine schöne Kante. Also wir könnten damit jetzt Rundungen bauen und wir könnten damit auch Diagonalen bauen. Und für die andere Seite wäre es ganz einfach, bloß alles kopieren und spiegeln. Es fällt dir nicht wirklich ins Auge, dass das die gleiche Kante ist. Aber wenn man möchte, kann man das auch nochmal individuell ein bisschen verändern. Gut, dann setzen wir uns das Ding mal ran und verlängern hier unseren Felsen. Ich habe mal oben eingeblendet, was man halt daraus bauen kann. Das ist wirklich alles aus einer kleinen Textur zusammengestellt. Einfach bloß zurechtgeschnitten, verlängert, verkürzt, die Höhe eingestellt und aneinander gebaut. Und ja, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Ja, so sieht das doch ganz gut aus. Aber wie gesagt, wir bauen erst im nächsten Video die richtige Landschaft. Was wir jetzt noch machen wollen, ist natürlich diese Landschaft abspeichern. Da öffnen wir uns mal wieder hier so eine Mischpalette. Eine neue Seite. Und mit den Maßen 3000 zu 3000 erstmal wieder. Eine neue Ebene erstellen, ganz wichtig, nicht vergessen. Und auf diese Ebene werden wir jetzt diese Landschaft einfügen. So, und jedes Mal, wenn wir jetzt an unserem Projekt bauen, können wir halt hier diese Landschaften uns rauskopieren und bearbeiten. Unser Tileset haben wir jetzt ja schon fertiggestellt. Es gibt aber noch andere Varianten, wie man das auch machen kann. Und eine davon möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Vielleicht hast du schon mal gesehen, dass einige RPG-Maker-Spiele mit fotorealistischen Grafiken arbeiten. Und damit kann man auch Gebirgszüge machen. Und um dir das mal zu zeigen, habe ich mir jetzt hier gerade eine Textur rausgezogen von einer Seite, die ich unter dem Video verlinke. Wenn man Gebirgszüge mit fotorealistischen Grafiken macht, gibt es allerdings einige Sachen zu beachten und im Endeffekt ist es viel schwerer, das gut umzusetzen, als wir mit dem Baukastenprinzip, was wir gerade gemacht haben. Als erstes nehmen wir uns mal eine schöne Textur. Und die werden wir jetzt mal grob so bearbeiten, wie wir uns gerade das andere Tileset gemacht haben. Das heißt, wir werden es leicht abschrägen, ausschneiden, dass wir ein bisschen Material zum Arbeiten haben.
Gehen wir mal auf die einzelnen Schwierigkeiten ein, die auftauchen, wenn man mit solchen Grafiken arbeitet. Das erste ist, dass es halt kein Baukastenprinzip an sich ist. Das heißt, wir müssen jeden Felsen an die richtige Position stellen und dann wirklich sauber abblenden. Nächstes Problem ist, dass wir halt nur sehr wenige Grafiken haben. Und das heißt, wir können nicht einfach kopieren und wieder neu einfügen. Das würde halt sofort auffallen, dass es der gleiche Felsen ist. Und gerade bei solchen Grafiken wäre es halt nicht schön, das wäre halt einfach hingeklatscht. Das heißt, wir müssen hier viel mit Spiegeln und vergrößern, verkleinern arbeiten und uns einzelne Teile ausschneiden, die wir halt wieder neu zusammensetzen können. Damit es so aussieht, als wären es verschiedene Felsen. Eine weitere Schwierigkeit ist, eine schöne Kante überhalb des Felsens hinzubekommen, wo praktisch unser Spieler langläuft. Das ist ja fast immer gerade und halt bei solchen fotorealistischen Felsen sind die nicht gerade. Wenn man die gerade abschneidet, dann sieht es halt nicht gut aus. Und wenn man sie verzogen lässt, dann ist es schwierig, dass der Spieler da langlaufen kann. Das heißt, hier ist wieder ein höherer Schwierigkeitsgrad fürs Mappen. Es ist machbar, aber hier muss man wirklich, wenn man das gut umsetzen möchte, viel Zeit und ja auch Geduld rein investieren. Die vordere Front bekommt man sehr schön hin. Das ist auch keine große Schwierigkeit. Was wieder die nächste Schwierigkeit wäre, ist, wenn man diagonal machen möchte oder ein Plateau auf diesem Felsen erschaffen möchte, auf den der Spieler langläuft. An sich ist dieses Mappen möglich. Ich würde es aber eher empfehlen für Projekte, die wirklich sehr, sehr wenige Maps haben. Es gibt ja auch Projekte, die haben bloß eine einzige Map. Da kann man wirklich sehr viel Zeit hier rein investieren und das wirklich sehr schön machen. Hier habe ich mal versucht, so ein kleines Plateau zu erschaffen, auf dem theoretisch der Spieler stehen könnte. Das ist alles nur anskizziert, jetzt nicht das Schönste der Welt, aber ungefähr so würde es funktionieren. Gleich jetzt auch mit diesem Plateau rundherum müssen wir uns einzelne Steine ausschneiden und diese Steine so hinlegen, dass es wie ein kleines Plateau aussieht. Es gibt auch die Möglichkeit, diese beiden Stile zu mischen. Das mache ich so ein bisschen. Das heißt, ich nehme zwar diese Grafiken, die wir uns da vorgestellt haben, und nehme nur ein paar fotorealistische Steine und die füge ich so hier und da leicht ein. Hier ist auch gar nicht so leicht, eine schöne Balance zu finden zwischen den beiden Grafikstilen, weil an sich ist es immer so, dass zwei verschiedene Stile nicht gut zusammen aussehen. Da muss man ein bisschen Feingefühl für kriegen und einfach mal ausprobieren. In dem Beispiel nehme ich mir jetzt ein kleines Stück Textur hier und möchte es so aussehen lassen, als wenn ein kleiner Stein im Gras liegt. Die Wandtextur habe ich mir dafür ein bisschen grau gemacht, ein bisschen ausgeblendet, ein bisschen die Sättigung rausgenommen. Und wenn der Felsen so leicht transparent ist, wird es nachher später so aussehen, als wenn da leicht Gras rüber wächst. Also es ist jetzt nicht das Schönste, aber so ungefähr wird es funktionieren. Was sich bei diesem Felsen aber wirklich sehr gut anbietet, wäre zum Beispiel, wenn wir hier mal den Farbton und die Sättigung bearbeiten. So, mit dem Farbton hin und her spielen und die Sättigung mal voll hochdrehen. Und jetzt wirkt es so, als würden Edelsteine in diesem Felsen drin stecken. Und das kann man schön benutzen für Minen oder wenn man überhaupt ein Minensystem in seinem Spiel einbaut, wo man Edelsteine abbauen kann. Die nächste Problematik ist, mit diesen Grafikstilen hin und her zu wechseln. Du siehst jetzt, wie das Haus überhaupt gar nicht zu diesen fotorealistischen Grafiken passt, an der rechten Seite.
Man sollte sich hier wirklich für eins entscheiden. Und wenn ich mich für dieses Fotorealistische entscheide, wäre es gut, wenn du alles auf diesen Stil aufbaust. Das heißt, die Häuser, alle fotorealistisch zu machen und auch die Bäume. Dafür gibt es auch schöne Grafiken, dass man das bei sich einbauen kann. Das baut man immer wieder selten selber. Dafür gibt es vorgefertigte Grafiken. Auf der linken Seite sieht man aber so ein bisschen dieser Mix zwischen diesen normalen Felskanten und vielleicht mal einen kleinen Felsen dahin zu legen. Das geht schon klar. Das ist aber Geschmackssache. Ich mappe gerne so und ich habe mir so meinen Stil erschaffen. Gut, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit diesem Tutorial und mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust. Hauen Sie rein. Ciao, ciao.